Hallo, heute möchte ich Ihnen gerne unser Datenanalyse-Tool vorstellen, mit dem Sie sehr einfach erkennen können, welche Potenziale in Ihren Beständen vorhanden sind. Das gilt selbstverständlich für Fertigwarenartikel, für Halbfertigprodukte und für jede Art von Rohstoffen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen von Ihnen die Bewegungsdaten aus dem ERP-System, wir brauchen die Materialstammdaten und auch gewisse Planungsdaten wie zum Beispiel Wiederbeschaffungszeiten. Im Folgenden zeige ich Ihnen jetzt die Möglichkeit, einen einzelnen Artikel zu analysieren. Selbstverständlich gilt es dann auch für alle anderen Artikel als Massensimulation. Hier in dieser Einzelanalyse, in dieser Einzelsimulation kann man hier oben einen Artikel aus Ihrem Sortiment auswählen. Man hat dann verschiedene Sichten. In diesem Fenster hier sehen Sie die Historie der letzten 12 Monate. Man sieht die roten Balken, das sind die Zugänge. Man sieht die grünen Balken, das sind die Abgänge. Man hat die graue Kurve, das ist der Bestandsverlauf. Und somit kann man sehr gut erkennen, wie sich insgesamt das Planungsverhalten abgespielt hat. Man hat dann in diesem Bereich die Möglichkeit, alle Stammdaten zu diesem Artikel zu sehen, die Bezeichnung, ob es eine Eigen- oder Fremdproduktion ist, Losgrößen, selbstverständlich dann auch die Jahresend- oder die Periodenendbestände, und man hat auch hier noch die Möglichkeit, sehr einfach zu erkennen, ob in den Stammdaten schon irgendwelche potenziellen Abweichungen vorhanden sind. In dem Fall lohnt es sich mal auf den Sicherheitsbestand zu schauen. Der ist deswegen auch hier gelb markiert. In dem blauen Bereich wiederum sieht man dann schon eine erste Optimierung, eine erste Potenzialanalyse. Hier kann man sehr einfach sehen, wenn man denn nur die vorhandenen Stammdaten nutzen würde, welchen Effekt das dann auf die Bestände haben könnte. In dem Beispiel jetzt hier sieht man, dass ich zum Periodenende 530.000 Euro Bestand hatte. Das Ziel wäre aber eigentlich nur 340.000 und dementsprechend weist man hier schon ein Potenzial von knapp 200.000 Euro aus. Das ist jetzt eine Stichtagsbetrachtung. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier unten zu erkennen, wie das dann durchschnittlich übers Jahr gewesen wäre. Und wenn man dann noch eine Kostenbewertung haben möchte, kann man hier zum Beispiel mit 7% Bestandskosten dann erkennen, dass man bei dem Artikel ohne eine prozessmäßige Veränderung schon eigentlich 5.000 Euro Bestandskosten oder eben halt 72.000 Euro Bestände im Schnitt senken kann. Wenn man jetzt in den unteren Bereich reinschaut, dann haben Sie jetzt darüber hinaus die Möglichkeit, die verschiedenen Einflussgrößen auf Bestände zu simulieren. Das sind üblicherweise 3 Faktoren. Das sind die Wiederbeschaffungszeiten, die Durchlaufzeiten, das sind die Losgrößen, und es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Kundenbestellverhalten glätten kann. Das passiert zum Beispiel, wenn ich dem Kunden statt große Losmengen auch eine kleinere Losgröße anbiete und er deshalb häufiger bestellt und ich somit automatisch eine Glättung bekomme. Wie sieht das dann aus? Wenn man zum Beispiel jetzt hier die 75 Tage Wiederbeschaffungszeit betrachtet, dann kann man sich sehr wohl überlegen, ob man im Rahmen eines Value Stream Designs dann die Zeit vielleicht auf zum Beispiel 10 Tage reduzieren kann. Und wenn ich das hier jetzt mal simuliere, dann sieht man an der Stelle tatsächlich, dass ich von den ehemals 72.000 das Ganze jetzt auf ein Potenzial von über 240.000 und somit von den 5.000 Euro Bestandskosten auf fast 17.000 Euro Bestandskosten erhöht hat. Das heißt, das könnte wirklich eine sehr attraktive Maßnahme sein. Ich kann selbstverständlich auch die Losgröße zum Beispiel auf 250.000 Stück reduzieren. Das ist ungefähr ein Viertel, und kann erkennen, ob hiermit ein Vorteil entstehen würde. Auch hier sieht man jetzt, dass ich eine Bestandsverbesserung hinbekomme von 5.000 auf 9.000. Allerdings muss man ganz klar sagen, habe ich auch gegenläufige Effekte, da ich jetzt in dem Fall aufgrund der Losgrößenreduktion natürlich mehr Wareneingänge oder in dem Fall mehr Produktionszugänge habe und somit auch höhere Rüstkosten habe, beziehungsweise gegebenenfalls auch einen höheren Warenverausschuss habe. Das heißt,
Diese Kostensicht ist jetzt nicht eine reine Sicht auf Bestandskosten, sondern wirklich eine Gesamtkostenbetrachtung, was natürlich für den Erfolg einer Umsetzung sehr wichtig ist. Der dritte Faktor, den ich Ihnen noch gerne zeigen möchte, ist, was passiert, wenn ich jetzt mit dem Kunden spreche und ihm zum Beispiel tatsächlich kleinere Lose anbiete. Was hätte das für Auswirkungen? So, und jetzt kann man hier einfach mal einstellen und sieht dann an der Stelle tatsächlich auch wiederum einen sehr großen Effekt von ehemals 72.000 auf jetzt 250.000, dementsprechend die Bestandskosten. Und somit kann ich aus diesen 3 Varianten jetzt auswählen, welches die beste ist, möglicherweise auch Kombinationen davon, und kann damit die richtigen Entscheidungen treffen und meine Prozesse in die richtige Richtung verbessern. Ich hoffe, es hat Ihnen einen ersten Eindruck gegeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Staufen Digital Neonex Homepage können Sie Kontakt aufnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.